Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und habe ein Leben lang im Chaos gelebt, bis ich die Fly Lady Methode entdeckt habe, und die hat mir wirklich geholfen, ein ordentlicherer Mensch zu werden. Ansonsten geht es im heutigen Video weiter mit dem Baby Step Nummer 2. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Im letzten Video haben wir den ersten Babyschritt gelernt, und zwar die Küchenspüle zu reinigen, und das haben wir direkt in die Abendroutine übertragen. Das heißt, ab jetzt machen wir jeden Abend die Küchenspüle, und als nächstes, und darum geht es im heutigen Video, sollen wir anfangen, jeden Morgen uns fertig zu machen von Kopf bis Fuß. Nach Fly Lady sogar mit festem Schuhwerk für zu Hause. Das ist ein Punkt, den ich für mich nicht übernommen habe. Ich bin lieber barfuß, aber tatsächlich sagt sie, es macht etwas aus, wenn man festes Schuhwerk trägt, am besten Schuhe zum Schnüren, weil das sozusagen uns in diesen Arbeitsmodus hereinbringen soll. Also wir sind dann sozusagen bereit für den Haushalt, und so sind das sozusagen unsere Arbeitsschuhe. Sie besteht darauf, dass man es macht. Wie gesagt, ich persönlich empfinde es nicht so, aber dennoch finde ich ihren Punkt ganz wichtig, dass man sich rausgeht, tauglich kleidet. Warum das so wichtig sein kann, erkläre ich dir nochmal am Ende des Videos, indem ich dir ein ganz peinliches Beispiel von mir selber bringe. Aber bevor ich da ansetze, fangen wir erstmal an, warum denn das Kleiden so wichtig ist. Erst einmal mag es sehr banal klingen zu sagen, mach dich raus, geh tauglich, fertig. Jeder von uns putzt sich morgens die Zähne und zieht sich was über, aber das alleine ist es nicht. Gerade wenn du irgendwie an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du vielleicht keine Alltagsroutinen hast oder keinen Arbeitsalltag hast, kann das sehr schnell passieren, dass man sich so ein bisschen gehen lässt, beziehungsweise dass man vielleicht so den gesamten Tag im Lümmel-Look bleibt oder im Pyjama. Als ich frisch Mutter geworden bin, war bis 16 Uhr eigentlich ausnahmslos immer im Pyjama, weil ich einfach, ich weiß es auch nicht. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, weil Kleider machen Leute. Und das ist ja nicht einfach so dahergesagt. Das ist tatsächlich so, dass Kleidung auch eine Auswirkung auf uns ins Innere hat. Das heißt, es trägt zu unserem Wohlbefinden bei. Bei einem Bewerbungsgespräch fühlst du dich in einer Bluse auch wohler als jetzt zum Beispiel in einem Schlabbershirt. Oder ein Auftreten ist anders, wenn du ein Abendkleid trägst im Vergleich zu einer Jogginghose. Das zeigt eigentlich nur, dass Kleidung auch was mit uns macht. Wenn wir uns rausgetauglich angezogen haben, können wir die Hausarbeit starten. Das heißt, das ist unsere Arbeitskleidung. Wir sind jetzt bereit für den Tag. Und Arbeitskleidung natürlich, wenn du jetzt vorhast, irgendwie die Fenster zu putzen oder so, dann kannst du natürlich eine Schürze drüber ziehen oder mal ein T-Shirt, was schmutzig werden kann. Das ist ja gar keine Frage. Aber es geht darum, dass wir uns morgens erstmal wirklich vernünftig frisch machen. Und das heißt, wenn du normalerweise geschminkt vor die Tür gehst, solltest du auch morgens ein kleines Tages-Make-up aufsetzen, selbst wenn du jetzt vielleicht nicht vorhast, rauszugehen. Wenn du dich rausgetauglich gekleidet hast, bist du spontan bereit für den Tag. Das trägt dazu bei, dass du dich wohler in deiner Haut fühlst, dass du spontaner bist, um irgendwelche Erledigungen zu erledigen oder dich spontan mit anderen Leuten zu treffen. Du wirst auch merken, dass es dir selber besser geht, gerade wenn du eine Zeit lang vielleicht etwas träge warst oder dich vielleicht auch ein bisschen gehen lassen hast, weil sich das einfach so ergeben hat, wie halt, wenn man gerade frisch Mutter ist oder sowas. Du wirst merken, dass es dir gut tun wird, wirklich in der Seele gut tun wird, in der Psyche gut tun wird, wenn du dir morgens die Zeit nimmst, die 5 Minuten, um dich einfach ein bisschen frisch zu machen und etwas herzurichten. Das heißt, das ist jetzt unser zweiter Babyschritt. Ab heute an sollst du abends deine Küchenspüle nochmal auf Hochglanz bringen, bevor du schlafen gehst, und du sollst morgens dich frisch machen und einkleiden in rausgetauglicher Kleidung und ein entsprechendes Tages-Make-up auflegen. Wenn du sonst kein Make-up trägst, dann halt deine Tagespflege, was auch immer. Mach dich auf jeden Fall so weit fertig, dass du theoretisch das Haus verlassen könntest. Nun möchte ich dir aber eine peinliche Geschichte aus meinem privaten Leben erzählen. Und zwar kamen wir vor 5 Jahren aus dem Urlaub wieder, und als wir nach Hause kamen, hing da schon ein Aushang, dass am nächsten Morgen ein Techniker kommt, der an die Kabelbuchse ran muss fürs Kabelfernsehen, und alle Mieter müssen halt den Weg zur Wohnung bereitstellen. Mein Mann meinte dann noch abends irgendwie, komm, lass uns noch schnell hier die Ecke aufräumen. Und ich war so durch von der Reise und meinte, ach komm, da kommt irgendein Techniker, den sehen wir nie wieder. Und mein Gott, die haben viel Schlimmeres gesehen, da ist es doch wurscht, dass da jetzt die Ecke nicht so super ordentlich ist. Und wie dem auch sei, nun, es kam der nächste Morgen, ich hatte Schlabbersachen an, also wirklich eine ausgebeulte, durchgewaschene, hässliche Jogginghose und dazu noch ein viel hässlicheres T-Shirt. Habe dann noch meine ungemachten Haare zu einem Wuscheldutt zusammengebunden, und dann klingelt es an der Tür. Und ich denke mir halt, wie gesagt, da kommt jetzt irgendein Techniker, den siehst du einmal im Leben und nie wieder, und ist ja egal, wie ich jetzt aussehe. Für den muss ich mich nicht herrichten. Da kommt erstmal der erste Punkt, man muss sich nicht für jemanden herrichten, man sollte sich immer für sich selber herrichten. Aber für mich war damals einfach der Punkt so, ich habe sowas für andere gemacht. Ich habe mich immer dann erst fertig gemacht, wenn ich rausgegangen bin, und nicht jetzt für mich selber.
andere Sache. Aber ich mache die Tür auf, dann steht da jemand, der zu mir sagt, krass, Shirin, siehst du, ich habe deinen Nachnamen wiedererkannt und dachte mir so, das wäre ja krass, wenn Shirin hier wohnen würde. Und ich gucke den an, ihr glaubt es nicht, das war ein Bekannter gewesen aus unserer früheren Clique von vor 20 Jahren. Und ich habe diesen Menschen nie wieder gesehen seitdem. Und jetzt erst wieder. Es sind 20 Jahre vergangen und er steht vor meiner Tür. Ich sage euch, es war mir so unangenehm, als ich ihn wiedererkannt habe und dachte mir dann, oh mein Gott. Ich habe ihn halt ins Schlafzimmer geführt zu dieser Buchse und habe dann halt auch schon gesagt, tut mir leid, dass es hier so aussieht und so weiter. Es war mir super unangenehm. Aber nun gut, er hat sich nichts anmerken lassen. Aber, jetzt kommt der springende Punkt. Dadurch, dass ich so aussah, wie ich aussah, wollte ich gar kein Gespräch führen. Ich habe mich so unwohl in meiner Haut gefühlt. Ich habe diesen Menschen 20 Jahre nicht gesehen. Ich werde ihn vermutlich die nächsten 20 Jahre nicht sehen. Und ich dachte mir, wenn der jetzt mal jemanden sieht und erzählt, du, ich habe mal Shirin zufällig wieder getroffen, du weißt ja gar nicht, wie die sich hat gehen lassen oder wie es bei ihr zu Hause aussieht. Also ich habe mich so geschämt in diesem Moment, so abgrundtief geschämt, dass ich mir dachte, okay, sowas darf mir nie wieder passieren. Und es war so schlimm, ich habe mich so unwohl gefühlt in dieser Situation, dass ich mich gar nicht so auf ein Gespräch einlassen konnte, weil ich eigentlich wollte, dass diese Situation so schnell wie möglich zu Ende geht. Und vor allem, dadurch, dass der Rest der Wohnung ja auch nicht ordentlich war, konnte ich ja noch nicht mal der alten Zeiten willen ihn freundlicherweise auf einen Kaffee einladen und zu sagen, komm, setz dich noch mal kurz auf einen Kaffee hin und bevor du weiterarbeitest oder so. Das war alles gar nicht drin. Ich habe mich einfach nur zutiefst unwohl gefühlt. Ich möchte nur sagen, hätte ich damals schon die Fly Lady Methode ausgeübt, wäre ich frisch von Kopf bis Fuß und es wäre egal. Ich hätte mich vermutlich gefreut, ihn an der Tür zu sehen und hätte gesagt, Mensch, wo warst du die 20 Jahre? Was hast du so gemacht? Ich hätte mich wohlgefühlt, mit ihm mich zu unterhalten und auszutauschen. Stattdessen hat mein Outfit und mein Dasein mich einfach so gehemmt in meiner Art, dass ich mich eigentlich komplett verschlossen habe und überhaupt nicht in die Interaktion gegangen bin, was mir natürlich auch im Nachhinein super leid tut, weil es vielleicht auch etwas unhöflich rüberkam, weil man, wie gesagt, aber ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Das war es einfach. Und ja, das war jetzt eine kleine Anekdote zum Thema, wie wichtig es ist, sich von Kopf bis Fuß fertig zu machen. Wenn du dich wirklich ab jetzt dann morgens frisch machst und zwar wirklich rausgehtauglich, auch wenn du gar nichts vorhast, du wirst einfach merken, dass du dich in deiner Haut und in deinem Selbstwertgefühl besser fühlen wirst. Ich habe dir ansonsten hier noch 2 Videos rausgesucht, die dir eventuell gefallen könnten. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, weil im nächsten Video geht es um den Baby-Step Nummer 3. Das solltest du nicht verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleib gesund und bis zum nächsten Video.